brandneu heute das nagelneue Sigma 10 bis 18 f2.8 für den L-Mount und für den Sony E-Mount. Ich zeige dir ein paar Bilder und was dieses Teil drauf hat in diesem Video. Los geht's! Sigma hat mir ein nagelneues Objektiv zugeschickt und zwar für eine APS-C-Kamera und das ist schon sehr, sehr interessant, weil ich habe ja die ganze Zeit schon die neue Sony A6700, seht ihr die hier irgendwo? Ja, da fliegt sie rein, wie die Sau durchs Dorf getrieben und schön, dass Sigma da an mich denkt und mir gleich ein neues Objektiv zur Verfügung stellt, was ich euch mal vorstellen kann. Ich muss das natürlich gleich wieder zurücksenden und zwar das 10 bis 18 f2.8. Warum 10 bis 18? Macht absolut Sinn, denn Sigma hat ja ein nagelneues 18 bis 50 f2.8 rausgebracht, das günstigste Standard-Zoom f2.8 für APS-C-Kameras. Habe ich dir unten auch nochmal verlinkt, schau dir das unbedingt an, das ist das, ich glaube 290 Gramm, eins der leichtesten und günstigsten Contemporary Zooms für den, also f2.8 Zoom, muss man ja sagen, ne? Also kein 3.5, sondern f2.8 Zoom für die APS-C-Kameras. Okay, jetzt ein 10 bis 18 konsequent, um die Lücke zu füllen, ein super Weitwinkel und wir haben eine Naheinstellgrenze von 11 cm, das ist wirklich bis knapp vor die Linse und ich zeige euch gleich, wie cool das aussieht, bis 19 cm und made in Japan. Ansonsten das übliche Design, was wir von Sigma kennen. Wir haben hier eine Konstruktion, die bei 10 mm, so wie das meistens bei diesen Brennweiten so ist, ein Stück ausfährt und 18 mm ist es dann geschlossen. Die Gegenlichtblende, die ist jetzt neu konstruiert. Ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Und zwar haben wir hier so einen kleinen Strich und das muss man irgendwie so stecken. In der Anleitung steht aber auch, dass man es stecken und drehen soll. Und das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, weil bei mir ist das bei Stecken schon fest. Und wenn ich es drehe, geht es eher wieder ab. Also ja, zweckmäßig. Wenn man mal weiß, wie es geht, ist es okay. Schön gummiert. Auch toll bei APS-C-Objektiven von Sigma, nicht immer so gewesen früher, jetzt alle, hier ist ein schönes Gummirändchen drauf, hinten natürlich schön mattiert, kontaktiert, Autofokus selbstverständlich und eine schöne Gummiabdichtung zum Bajonett, wie man das von einem ordentlichen Hersteller auch erwarten würde. Ansonsten kann das Ding nicht viel, kein Knopf, kein Schalter. Ja, das war's im Grunde. Deswegen nehme ich euch jetzt mit auf den Monitor und zeige euch, was ich mit diesem Objektiv Schönes gemacht habe. Und zwar war ich an einem Sonnenblumenfeld und ich hatte ja auch nicht viel Zeit. Wir hatten zwischen dem, dass wir es bekommen haben und dem Embargo-Lift hatten wir jetzt nicht viel Zeit. Dementsprechend trotzdem war ich dankbar für dieses schöne Motiv an dem Sonnenblumenfeld. Und ich habe mal versucht, gerade mit diesen 10 mm ist ja das spannend, eine Biene im Flug zu erwischen. Das mache ich bei Weitwinkel eigentlich sehr gerne und im Hintergrund lösen sich diese Sonnenblumen dann so schön im Kontext auch mit auf. Hier sieht man, ja, schon gar nicht so schlecht geworden. Und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie diese lilanen Gewächse heißen. Ich bin nämlich kein besonders guter Botaniker. Schreibt's gerne mal rein. Also hier, wie gesagt, ihr seht diese brutale Schärfe und das sind jetzt 18 mm, das hier sind 10 und bei 10 ist es halt so, da zeige ich euch gleich nochmal ein Beispiel, wie viel da dann drauf geht. Und wir haben hier bei der Konstruktion 7 Blendenlamellen, was sofort sagt, dass unser Sonnenstern mit dem Objektiv weniger Strahlen hat, nämlich 14 dann ganz genau zu sein. Und die sehen wir hier ansatzweise schon im Hintergrund, aber darauf gehen wir auch gleich nochmal ein. Hier die Biene, wie sie abhebt über der Sonnenblume. Dann einmal von unten mit 10 mm gegen den Himmel fotografiert. Wir haben hier bei abgeblendeten F10 natürlich auch keine größeren Randprobleme. Ja, wir haben hier leichte chromatische Aberrationen in den Ecken, aber alles nichts Aufregendes. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich die Bilder das erste Mal gesehen habe von diesem Objektiv, da fühlt man sich sofort zu Hause von der Qualität und Schärfe. Das ist jetzt kein Werbeblabla, Sigma bezahlt mich nicht, dass ich das jetzt sage, aber es ist wirklich so, ich hatte jetzt in letzter Zeit so ein paar No-Name-Objektive auch und auch ein paar andere Hersteller und ich will jetzt keine Namen nennen, aber mit diesem Objektiv auf der A6700, ich mache die ersten Bilder und du fühlst dich einfach sofort reingezogen, weil die Qualität stimmt. Also für den Preis. Also wir reden hier von
699 €, was das jetzt erstmal kostet. Und da muss man erstmal ein vergleichbares finden. Es gibt ein Konkurrenzprodukt von Sony, das ist das 10 bis 20. Das hat aber nur eine F4. Das ist auch nochmal einen Tacken leichter sogar. Aber hat hier einen Power Zoom, hat einen belegbaren Knopf und einen AF/MF-Umschalter, also ist dementsprechend auch besser ausgestattet, aber ist halt kein F2.8. So, Makro, 10 mm. Ihr seht, was man hier machen kann. Das ist ein Makro von der Biene und der Blüte. Super scharf. Und ihr seht im Hintergrund, können wir aber unheimlich viel Landschaft noch mit in diesen Makrokontext mit reinnehmen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch hier diese abfliegenden Bienen immer mal wieder zu shooten. Auch die hier, die gerade anfliegt, die haben wir auch ganz gut hier getroffen. Das ist eben hier jetzt alles bei 10 mm entstanden. Für die Smartphone-Generation, die das auf dem Smartphone anschaut, gehe ich jetzt hier mal nochmal auf 400%, das ist schon wirklich extrem. Und ihr seht, wie schön scharf das ist. Es rauscht natürlich ordentlich, weil ich hier 1250 ISO auch habe. Und bei 400% sieht man das dann doch recht ordentlich. Also hier einmal die Biene, wie sie abhebt, dann dort. Und jetzt zeige ich euch nochmal den Unterschied. Das sind 10 mm und das hier sind 18. Und ihr seht jetzt auch den Unterschied. Natürlich war jetzt das nicht das perfekte Motiv dafür. Mit einem 10 mm gehe ich natürlich in Höhlen. Da gehe ich irgendwo in der Fränkischen Schweiz, wenn ich wandere. Da gehe ich in irgendwelche so Torbögen rein und mache da richtig coole Weitwinkelfotos. Ja. Und auch natürlich für Sterne, nicht komplett uninteressant. Ich meine, klar, eine F2.8 bei APS-C ist schon so grenzwertig von der Lichtstärke. Da hätten wir natürlich lieber eine F2 oder 1.4 für, aber es ist halt ein Zoom, ne? Das kann man, alles geht halt nicht. Da müssen wir schon in den Festbrennweiten-Sektor gehen. Aber ihr seht hier, das ist der Weitwinkel, wie viel Sonnenblumen wir da drauf kriegen. Und ihr seht aber auch, wie leicht das Bild dann am Horizont gebogen wird, weil 10 mm natürlich schon eine gewisse Verzeichnung auch haben. Wenn wir auf 18 gehen, wird das wieder begradigt. Das hier sind 18 mm f8 und achtet mal auf den Hintergrund. Ich zeige euch jetzt mal hier das f2.8 Bild. Also selbe Brennweite, einmal mit 8 und einmal mit f2.8. Und hier seht ihr auch, von der Vignettierung ist das absolut okay. Natürlich haben wir eine leichte Vignettierung drin. Das war ja auch zu erwarten bei f2.8. Aber ansonsten fühle ich mich einfach nur total happy mit der Qualität, es ist brutal scharf und man kann sich halt einfach super drauf verlassen und die Schärfe nimmt abgeblendet sogar nochmal deutlich hier zu. Aber f2.8, ihr seht ja hier diese einzelnen Samenständer, die da drin stehen. Also das ist schon toll, wie scharf das ist. Aber bei einer F8 muss ich sagen, wow, geht das doch nochmal einen Tacken nach oben. Also wirklich klasse. Sonnenstern habe ich euch versprochen mal zu zeigen, ist kein Rennpferd, aber ich würde ihn dann doch schon im oberen Segment einordnen. Er ist sehr schön, mir gefällt er sehr gut, kann man sehr schön mitarbeiten. Hier übrigens auch bei einer Blende 16. Ja, also hier auch nochmal unbearbeitet, hier bearbeitet ein bisschen. Also das ist schon eine schöne Sache. Hier am Schluss habe ich nochmal ein HDR gemacht mit tiefstehender Sonne, mit ISO 400, Blende 16. Ja? Und Blende 16 ist ja eigentlich schon mit Beugungsunschärfe eigentlich versehen, aber die sehen wir halt einfach nicht in dem Bild. Aber ich wette mit euch, wenn ich das jetzt auf eine F4 oder F5.6 hochblenden würde, dann hätten wir hier nochmal deutlich mehr Schärfe. Aber für alle, die an kleinen Bildschirmen sitzen, hier nochmal die Schärfe bei 400%. Also da gibt's überhaupt nichts zu meckern. Wenn ihr ein kleines Zoom für eure APS-C-Kamera sucht, dann schaut euch unbedingt dieses 10 bis 18 f2.8 mal an. Ich finde das ganz toll, dass Sigma sich hier engagiert, auch für den APS-C-Mount immer wieder was zu bringen. Und ich bin mega happy mit diesem Objektiv und würde es ohne mit der Wimper zu zucken überall mit hinnehmen. Autofokus war erwartbar okay, ist jetzt natürlich kein Rennpferdobjektiv, was jetzt irgendwie Vogel im Flug jedes Bild scharf sein muss. Man macht damit gemütliche Sachen. Ihr habt gesehen, die Bienen, die habe ich jetzt einfach so geschossen. Also ich habe die Blüte scharf gestellt, habe gewartet, bis die abheben und habe durchgedrückt. Also das heißt, so ein schnelles Motiv könnt ihr eh nicht verfolgen. Und von daher hat das wirklich einen tollen Eindruck gemacht. Leider muss ich es jetzt wieder zurückschicken. Mir hat es gefallen, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Danke für eure Treue und bis zu einem nächsten Video mal wieder. Tschüss.